Moin Leute und willkommen zum Alabasta Arc in 415 Sekunden. Nachdem die Strohhüte letztes Mal durch den East Blue gesegelt sind, segeln sie heute vom Reverse Mountain bis hin zu Crocodiles Niederlage. Und ich würde sagen, damit legen wir los. Unsere Helden machen sich nun damit aus Loketown auf, um auf die Grand Line zu fahren. Doch bevor man erstmal auf die Grand Line kommt, muss man erstmal einen Wasserfall hochfahren, den sogenannten River Mountain. Nachdem sie die Flying Lamp, ihr Schiff, dort ordentlich beschädigt haben, müssen sie es am Kap der Zwillinge erstmal reparieren. Doch dort treffen sie auf den riesigen Wal Laboom, von dem sie erstmal verschluckt werden. Dort wartet ein Arzt namens Krokus, der im Inneren des Wals lebt und wie sich später herausstellt, ein Teil der Crew des Piratenkönigs Gold Roger war. Außerdem treffen sie im Inneren auf Mr. Nine und Miss Wednesday, scheinbar zwei Agenten, die den Wal umbringen wollten, die Strohhüte aber locker schlagen und gefangen nehmen. Da man auf der Grand Line nur von Insel zu Insel segeln kann und warten muss, bis sich der Kompa auf der neuen Insel erstmal orientiert hat bis zur nächsten, müssen sie auf der nächsten Insel logischerweise Halt machen. Diese Insel nennt sich Whiskey Peak. Überraschenderweise werden unsere Strohhüte mit einem richtigen Applaus, mit einem Fest begrüßt, auf dem sie natürlich erstmal richtig rein und richtig den Alkohol reinkippen und sich richtig eingönnen. Als also alle schlafen, wollen die Bewohner die Strohhüte umbringen. Doch einer hat aufgepasst, und zwar Zorro. Der ist nämlich so trinkfest, dass ihm das gar nichts ausgemacht hat. Es stellt sich raus, dass die ganzen Bewohner Leute der Barockformer sind, also Kopfgeldjäger wie einst Zorro. Zorro ist aber so unglaublich stark, dass er einfach alle wegschnetzelt und auch noch die Spezialagenten Mr. Five und Mrs. Valentine besiegt. Irgendwann wacht auch Ruffy auf und sie kämpfen gemeinsam gegen Mr. Five und Miss Valentine, wobei man das keinen Kampf nennen kann, denn ein Schlag von beiden und beide waren weg. Die hatten es nämlich alle auf Mrs. Wednesday abgesehen. Diese stellt sich nämlich raus, ist Vivi, die Prinzessin von Alabasta, also einfach eine fucking Prinzessin und zwar aus diesem Königreich, wo sie sich gerade befinden. Crazy. Das war so ein unglaublicher Plot-Twist damals, das war echt unglaublich. Als ich das erste Mal gesehen habe, war ich so, was? Wie sich herausstellt, wie die Barockfirma, also auch die ganzen Kopfgeldjäger, die waren, den König stürzen und selber die Macht ergreifen. Und das nicht nur einfach, indem sie mit Militär alles einnehmen, nein, sie bringen wirklich die Menschen gegen den König auf, also wirklich zetteln eine Revolution an. Da hat sich der Chef der Barockfirma ordentlich was ausgedacht. Die Idee dahinter, sie entwickeln ein Pulver, das dafür sorgt, dass es nicht mehr regnet, was dazu führt, dass die schon trockene Region Alabasta komplett zur Wüste wird. Wie sich herausstellt, ist der Drahtzieher dahinter ein gewisser Sir Crocodile, auch einer 7 Samurai wie Falkenauge. Blöd für Crocodile ist jetzt nur, dass Vivi, die ja als Agentin bei der Barockfirma als Mrs. Wednesday war, jetzt natürlich der Strohhutbande hilft, beziehungsweise von Crocodiles Plan Bescheid weiß. So segeln unsere Strohhüte also weiter und kommen auf der Insel Little Garden an. Die erstmal sehr unscheinbare Insel entpuppt sich dann doch als ziemlich tricky. Erstens kämpfen da seit 100 Jahren zwei Riesen gegeneinander, by the way, und natürlich kommt die Barockfirma mit 4 ihrer Agenten vorbei. Mr. Five und Miss Valentine kennen wir ja schon, die werden auch wieder platt gemacht. Doch nun kommen auch Mr. Three und seine Partnerin Miss Golden Week zum Vorschein. Mr. Three kann ganz viel mit Wachs machen und Miss Golden Week kann mit Farben die Stimmung und die Fähigkeiten der Leute verändern. Es wurde sehr knapp für unsere Strohhüter. Zorro war kurz davor, seine Füße abzuschneiden. Also wirklich, wollte seine Füße abschneiden, war schon dabei. Aber durch den Trick von Lysop konnten sie alle am Ende doch wieder entkommen, um Mr. Three und seine Partnerin Miss Golden Week besiegen. Das heißt, wir hatten jetzt schon 2 Agenten mit ihren Partnern besiegt. Als sie dann durch ein, ich sag mal, sehr nebeliges Gebiet fahren, kommt es durch die sehr unglaublichen Zufälle dazu, dass Mr. Two auf das Schiff der Strohhüte kommt. Also auch ein Agent der Barockfirma. Was aber zu dem Zeitpunkt keiner weiß, weil Mr. Two weiß nicht, wie die Strohhüte aussehen und die Strohhüte wissen nicht, wie Mr. Two aussieht. So what? Keiner weiß, wer ist. Es ist egal, sie haben Spaß miteinander. Mr. Twos Fähigkeit erlaubt aber Gesichter und Aussehen zu speichern. Heißt, Mr. Two hat erstmal das Aussehen von allen Strohhüten unbewusst, außer von Sanji, weil der gerade in der Küche kocht. Als irgendwann das Schiff wieder verlässt, wird Nami plötzlich krank, weil sie sich scheinbar auf der Insel Little Garden irgendeine Krankheit angefangen hat. Daraufhin machen sie auf der nächsten Insel Halt, damit Nami sich erstmal auskurieren kann. Diese Insel heißt Drum und ist eine Winterinsel, also es liegt ganz viel Schnee. Weil die einzige Ärztin auf einem riesigen Berg liegt, der auch noch im 90-Grad-Winkel hochgeht und Ruffy dort unter unmenschlichen Umständen hochklettert mit Nami auf dem Rücken, die ja krank ist, kommen sie dort endlich an bei der Ärztin und die hat einen Helfer und der nennt sich Chopper und das ist ein Elch, der spricht und eigentlich ein Elchmensch ist und kein Rentier. Kein fucking Rentier. Außerdem gibt es einen kranken König Warpol, der auch irgendwann nochmal vorkommt. Den machen sie dann nach mehr oder weniger ein paar Umständen fertig. Ist ein richtig crazy Typ, der isst einfach seine Untergebenen und isst einfach alles, weil er eine Mansch Teufelsfrucht gegessen hat. Ganz crazy Typ auch wieder. Jedenfalls schaffen sie es, ihn zu besiegen. Er ist nicht mehr König der Insel und Chopper entschließt sich nach ganz viel Widerstand dann doch der Strohhutbande anzuschließen. Zu 6, also Ruffy, Zorro, Lysop, Sanji, Nami und Chopper machen sich jetzt endlich auf den Weg zum Finale, was sie natürlich noch nicht wissen, nach
Alabasta, zusammen mit Vivi, der Prinzessin, die sich aber nicht der Strohbande angeschlossen hat. Dort treffen sie wieder auf Smoker, der ja immer noch, wie gesagt, sehr, sehr stark ist und nur durch die Hilfe von Ruffys Bruder Ace flüchten können. Ein unglaublich cooler Dude mit der Feuerfrucht, der natürlich gegen die Rauchfrucht von Smoker, der übrigens passend Kettenraucher ist, sehr gut geeignet ist. Dadurch können sie dann auch wieder fliehen. Über ein paar Umwege macht sich die Strohbande auf den Weg nach Rain Base. Dort soll ein Stützpunkt von Crocodile sein. Wer ist aber auch da? Wieder Smoker. Wer ist nicht da? Ruffys Bruder. Heißt, sie rennen wieder weg vor ihm und laufen in das Goldregen-Casino. Das ist zufällig ein Unterschlupf von Sir Crocodile. Dort werden alle gefangen genommen, auch Smoker. Sie können dann glücklicherweise fliehen, nachdem sie alle kurz davor waren zu ertrinken, weil Sir Crocodile den Raum fluten wollte. Und aus irgendeinem Grund retten die Strohhüte Smoker auch, weil der ja den Teufelsfrucht und kann ja auch nicht schwimmen. Und wegen dieser Nettigkeit lässt Smoker sie dieses Mal laufen. Das ist ihm die nächsten Mal aber wieder vollkommen egal, dass sie jetzt das Leben gerettet haben. Naja, jedenfalls machen sie sich jetzt weiter auf den Weg, um immer noch Sir Crocodile zu besiegen. Irgendwo in der Wüste treffen die Strohbande dann auf Sir Crocodile, aber nur Ruffy bleibt zurück, um gegen ihn zu kämpfen. Er wird jedoch gnadenlos fertig gemacht und zum Sterben zurückgelassen. Also eigentlich war Ruffy schon tot, also es gab jetzt keinen Grund, dass er überleben sollte. Aber aus irgendeinem Grund kam Miss Bloody Sunday, die Partnerin von Sir Crocodile. Und die hat Ruffy dann aus einem unbekannten Grund gerettet, sodass Ruffy überlebt hat. Das heißt, Ruffy würde heute gar nicht mehr existieren, wenn Miss Bloody Sunday ihn da nicht gerettet hätte. Er hat wirklich da diesen Kampf haushoch verloren. Da aber immer noch ein paar Barock-Agenten übrig sind, so zum Beispiel Mr. One und seinen Partner, Mr. Two, der keinen Partner hat, Sir Crocodile selbst, teilt die Strohbande auf und alle kämpfen an verschiedenen Orten gegen die jeweiligen Agenten und besiegen sie natürlich alle, mehr oder weniger. Zoro lernt zum Beispiel Eisen zu schneiden, weil Mr. One eine Eisenfrucht hatte. Nami lernt ihre neue Waffe, die von Lysop entwickelt wurde, kennen. Das ist ein Klimastab, den wir auch noch öfters thematisieren werden. Sanji hat, glaube ich, einen Mental Breakdown, weil er gegen eine Transe kämpft. Tja, sowas halt alles. Ruffy schafft es am Ende jedoch, Crocodile zu besiegen, der ja von der Sandfrucht gegessen hatte. Und das mit Hilfe von Wasser, weil Sand, wenn das auf Wasser trifft, dann wird es ja so mehr oder weniger matschig und dadurch konnte Ruffy Sir Crocodile besiegen. Und zwar indem Ruffy ein Fass Wasser auf dem Rücken hatte und selbst ganz viel Wasser getrunken hat und ihn dann angespuckt hat und Co. Ja, also so hat es funktioniert, gegen Crocodile zu gewinnen. Ansonsten wäre Ruffy wahrscheinlich gnadenlos untergegangen. Meiner Meinung nach ist deswegen Crocodile auch noch einer der stärkeren Leute im One Piece Universum, die eigentlich viel zu früh und underrated sind. Somit konnte die Strohbande Alabasta retten. Vivis Vater ist nicht gestorben. Vivi ist jetzt immer noch Prinzessin. Das Königreich ist wieder in Frieden und es hat wieder geregnet. Leider schließt sich Vivi der Strohbande nicht an und sie machen sich nach ein paar freien Tagen, wie gesagt, auf die Suche nach der nächsten Insel und dem One Piece. Ja, das war der Alabasta-Arc vom Reverse Mountain bis hin zu Crocodiles Niederlage. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet alles nochmal ein bisschen rekapitulieren oder neu kennenlernen, wenn ihr es noch nie gesehen habt. Nächstes Mal gehen wir weiter mit dem Sky Island Arc, wo wir ein bisschen auf Enel treffen. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder mit am Start. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein.